Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Heute gucken wir uns Jahrestag-Event Vorschau auf Phase 5 an, denn es gibt ein paar Teststarten. Und da sehen wir uns direkt das Ganze mal an. Also hier ändert sich nicht so viel. Ihr könnt natürlich neue Gebäude platzieren. Die Belohnungen kennt ihr auch, die könnt ihr auch so schon im Spiel euch vorab angucken und es wird relativ teuer in der Phase. Aber kommen wir jetzt mal zu dem, was an Seitenevents kommt. Da haben wir einmal Lucky Ferris Wheel. Lucky Ferris Wheel, naja, ich weiß jetzt nicht genau, das hat nicht so viel mit dem Event selbst zu tun, außer dass es die Fair Token gibt, aber es gibt hier keine Fair Voucher, also so richtig viel mit dem Event selbst zu tun hat das nicht, aber ihr bekommt hier den Ibiza Stage Classic, als auch den Celebration Airship HQ Skin dafür. Auch im Store findet ihr nichts, was direkt mit dem Jahrestagsevent so zu tun hat in dem Sinne, aber hier bekommt ihr natürlich auch weiteres Material, unter anderem eben auch das für die Special Ops Resonanzhelden. Aber in dem ganzen Kontext bekommen wir hier über den Fortschritt auch diese Treetopper Star, die wir dann dort einsetzen können. Ansonsten, so direkt hat das nicht so viel mit der Phase 5 zu tun oder mit dem Jahrestagsevent in Form von, dass ihr dort irgendwelche Buffs bekommt. Dann gibt es wiederum den Jahrestagspass Stage 3, da müsst ihr wieder im Endeffekt 50 € hinlegen, wenn ihr das komplett freischalten wollt. Ihr könnt einmal diese Sachen hier freischalten für 20 und die Dinger kosten 10 und 20 €, das heißt in Summe 50 € dafür. Dann gibt es aber natürlich noch die Pakete, weil zum Blockbliss kommen wir gleich als Event. Gucken wir uns vorher nochmal ein paar Pakete an. Einmal gibt es bei Flash Sale Frenzy die Fair Voucher. 800 Stück für 20 € oder 400 Stück für 10 €. Das ist teilweise besser, als wenn ihr die absoluten Basisbelohnungen im Event selbst bekommt. Dann gibt es noch das Anniversary Collectors Bundle. Naja, das hat jetzt auch wieder nur mit dem Treetopper Star bzw. dem Lucky Ferris Wheel zu tun. Und dann haben wir hier die Pakete. Da gibt es einmal das Statue-Paket, was auch überhaupt nichts mit dem Jahrestagsevent selbst zu tun hat. Aber hier haben wir jetzt zweimal 32 Traffic Bonus für 4,99 mit Perlen drin und sehr, sehr viel Coins. Wobei die Token, naja, ihr sammelt die ohne Ende. Also für Free-to-Play-Player als auch Big Spender sind diese Token am Ende einfach nur eine Massenware. Leider Gottes zählen die auch nicht auf das Ziel und dementsprechend lohnt sich das bezogen auf die Fair-Token nicht wirklich. Aber der Traffic Bus von 2x32 ist natürlich sehr gut. Dann gibt es noch für 2,99 den einfachen Traffic Bonus, also im Endeffekt ist das hier besser, weil ihr für 5 € direkt mal 2 Stück dafür bekommt und auch noch Perlen. Daher sind die hier zu bevorzugen. Fair Voucher Paket, naja, 2,99 für 100, ihr habt es eben gesehen, für 400 zahlt ihr 10, das heißt ihr seid dort 2 € günstiger im Vergleich. Und dann gibt es noch den Ultimate Celebration, das ist eine Kombination mit den Value Coins und dem Buff, das heißt für die größte Effizienz habt ihr mit dem Ultimate Celebration Bundle und dem Anniversary Treasure Bundle. Das zu den Paketen. Kommen wir jetzt noch zu einem Event, das euch ein bisschen was an Unterstützung liefert, denn das ist der Blockbliss. Und da ist es im Endeffekt, das ist nicht ganz Tetris, denn ihr könnt hier die Geschichten so legen, dass ihr müsst die dann lange auswählen und dann zieht ihr hier hin. Ihr könnt aber, das Ganze zählt nicht nur in die Waagerechte, sondern auch, ihr könnt auflösen in die Horizontale. Und das ist das, was bei dem Spiel ein bisschen anders ist als beim normalen Tetris, denn ihr könnt sowohl in der Waagerechte als auch in der horizontalen Linie auflösen. Das ist so der entscheidende Unterschied. Und naja, je nach Belohnung, wenn ihr 400 schafft, bekommt ihr eben mehr Belohnung. Denn wie ihr hier seht, ihr bekommt einmal Block-Bis-Tickets, wenn ihr das Ganze zweimal spielt. Und ihr bekommt eben Fair Token, als auch, das ist das Entscheidende, die Perlen, besonders für Free-to-Play-Player ist das Entscheidende. Earn 700 Points in a single game, das heißt 700 Punkte in einem Spiel. Das ist ziemlich sportlich. Ich finde es nicht so einfach, das Ganze zu erreichen, aber das ist im Endeffekt die Vorschau. Leider Gottes gibt es keine Free-to-Play-Player-Buffs mehr in diesen ganzen Event-Bereichen bisher. Ich hoffe, dass außerhalb der Müllsäcke, Maddies-Gesprächen und dem Einsammeln von Geschenken, wenn ihr Nachbarn besucht, dass dort noch ein paar zusätzliche Buffs kommen, dass man zumindest in jeder jeweiligen Phase auf jeden Fall vielleicht auch mal mehr als nur die absolute unterste Gewinnstufe erreichen kann und ein paar der Fair-Tickets sammeln kann. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen guten Einblick in die kommende Phase geben.